Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Future Hamburg Talks. Mein Name ist Marilena Behrens und ich begrüße heute ganz herzlich bei mir Veronika Reichboth von der Startup Unit. Herzlich willkommen. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Die Startup Unit der Hamburg Invest ist ja die erste zentrale Anlaufstelle, wenn es um Angebote rund um die Startup-Szene in Hamburg geht. Da berät sie, schafft Netzwerke, Kontakte und du hast jeden Tag Kontakt mit diversen Gründerinnen und Gründern, mit Startups. Erstmal würde mich total interessieren, wie bist du überhaupt dazu gekommen? Warst du ursprünglich selber mal Gründerin? Gute Frage. Ja, tatsächlich ist ja manchmal der Werdegang nicht so ganz geradlinig und ich habe einige Stationen, also ursprünglich ich komme aus Hamburg. Und ich habe aber einige Stationen im Ausland verbracht und war unter anderem zuletzt in Brüssel und habe da eigentlich für die EU-Institution gearbeitet, aber dann in Brüssel auch gegründet. Das ist schon sehr lange her, aber aus dieser Zeit viel mitgenommen. Und dann ist mein Weg zurück in meine Heimatstadt nach Hamburg gekommen und habe dann damals erstmal was ganz anderes gemacht, im IT-Umfeld gearbeitet und dann mir diesen ganzen Wirtschaftsbereich in Hamburg aufgebaut, also was man nicht unbedingt in der Schule lernt, was sind so die großen Branchen in Hamburg, was sind die wichtigen Unternehmen und habe dann parallel dazu dann aber auch das Startup-Ökosystem in Hamburg kennengelernt, war auf Veranstaltungen, habe mich für Newsletter registriert und dadurch dann diese Szene kennengelernt und das, was ich aus Brüssel halt aus meiner eigenen Gründung schon kannte, also sprich, das ist eine sehr spannende Szene ist mit Gründern, die immer versuchen, irgendwie neue Leute kennenzulernen, sich zu verbessern, ihr Geschäftsmodell zum Skalieren zu bringen. Das habe ich dann auch in Hamburg weiterhin kennengelernt und fand diese Szene so spannend. Und als dann bei einem dieser Newsletter eine Stelle angekündigt wurde, damals von Nextmedia, der Startup Hub, sozusagen die erste Startup-Anlaufstelle der Stadt Hamburg, habe ich mich darauf beworben und das hat dann alles sehr gut gepasst, weil ich dann zum einen natürlich die Erfahrung als Gründerin mitgebracht habe, durch meinen Job in Hamburg dann halt auch die Hamburger Wirtschaftsstruktur und die Unternehmen schon ganz gut kannte und natürlich dann eben auch noch alles andere, das Netzwerk in Hamburg auch schon kannte. Und das ist jetzt 7 Jahre her. Seitdem hat sich viel getan und ich finde es immer noch sehr spannend. Das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Und ich meine, ein großer Vorteil, du bist eben nicht nur Hamburgerin, das heißt, du kennst die Infrastruktur Hamburgs und auf der anderen Seite als Gründerin kennst du auch die Fragen, die Gründerinnen und Gründer haben, wenn sie ein Startup starten. Was sind denn so die meistgestellten Fragen, die du oder ihr von der Startup Unit gestellt bekommt? Also tatsächlich, das ist korrekt und genau richtig. Irgendwie, wenn man selbst gegründet hat, dann versteht man diese Szene noch etwas besser. Natürlich kann man sich da auch reinarbeiten und es gibt ja mittlerweile sehr viele Materialien und Netzwerke, Angebote in dem Bereich. Von mir selber weiß ich irgendwie, dass es was ganz anderes ist, wenn man irgendwo arbeitet und halt, wenn man selber gründet, also wirklich von der Pike an auf und man steht vor einem Haufen an Tätigkeiten, man kann alles und nichts machen. Und das heißt, man muss sich da dann erstmal organisieren. Und ich sage immer, dass es sehr gut ist, auf jeden Fall einen Businessplan zu schreiben oder zumindest so ein Business Model Canvas zu haben, weil dadurch organisiert man sich auch so ein bisschen und strukturiert und versteht auch, was man eigentlich vorhat. Weil irgendwie nur eine Idee zu haben, ist wichtig, aber so was sind die Schritte dahinter und wie wird dann aus dieser Idee möglichst erfolgreiches Modell auch. Genau. Und welche Schritte muss man dahin gehen? Und natürlich in unserer Startup-Sprechstunde oder auch in den Gesprächen, die wir auf Veranstaltungen, Konferenzen oder wo auch immer mit Gründern führen, sind die meisten Fragen, wo bekomme ich eine Finanzierung? Wer kann mir mit dem Businessplan helfen? Aber auch, was sind so die gängigsten Angebote und wo soll ich als nächstes hingehen? Und da schafft ihr dann quasi die Netzwerkstrukturen, organisiert, dass die Startups, die Gründerinnen und Gründer quasi zu den richtigen Anlaufstellen kommen, nachdem sie dann bei euch gewesen sind. Also das, was ich bis heute an meiner Stelle sehr spannend finde und in dem Bereich auch, ist das zum Beispiel, also Hamburg ist ja keine kleine Stadt, eine
die zweitgrößte Stadt in Deutschland, aber auch eine mit der größten Städte in Europa. Und das merkt man mittlerweile auch im Startup-Ökosystem. Es gibt sehr, sehr viele Angebote hier. Und unsere Aufgabe ist es, durch diesen Dschungel natürlich das selbst einmal zu verstehen, mit den Angeboten regelmäßig zu sprechen, mit den Partnern zu sprechen und dann halt auch die Gründungsinteressierten, die Gründer, aber auch zum Beispiel Investoren, Journalisten, jeder, der sich mit diesem Ökosystem auseinandersetzt, an die richtigen Stellen zu vermitteln. Und ihr scheint auf jeden Fall was richtig zu machen. Euch gibt es nächstes Jahr schon 5 Jahre. Also ihr feiert euren 5. Geburtstag bei der Startup Unit. Und was würdest du sagen, worauf blickt ihr so zurück? Was habt ihr bisher, was lief besonders erfolgreich? Also ich würde mal sagen, die letzten 5 Jahre war unser Ziel, hier in Hamburg bekannt zu werden. Zum einen als mit der Startup Unit und unsere Angebote hier am Standort zu etablieren und Partner der hier ansässigen Angebote zu werden. Und das sind zum einen öffentliche Institutionen, die Angebote für Startups haben, als auch private, sowas wie Acceleratoren, Innovationshubs, Labs, wie sie alle heißen. Und das haben wir geschafft. Das merken wir dadurch, dass unsere Sprechstunde regelmäßig ausgebucht ist von regionalen, aber auch nationalen und zum Teil auch internationale Gründer. Und aber auch, dass wir als Partner Vertreter der Stadt, der öffentlichen Verwaltung, als auch der Privatwirtschaft. Also bei uns trudeln regelmäßig sehr viele Anfragen ein und das zeigt uns einfach, dass wir am Partner als mit der Startup Unit, aber auch mit der Hamburg Invest etabliert sind. Natürlich kann man das auch immer noch weiter ausbauen. Aber genau, das war so ein großes Ziel von uns und da sind wir ganz glücklich, dass wir das geschafft haben. Du hast es nämlich gerade eben schon erwähnt, ihr wollt auch internationale Gründerinnen und Gründer nach Hamburg bekommen. Und deswegen, wie wollt ihr das erreichen, wenn das eins eurer Ziele ist? Also es scheint ja schon angefangen zu haben, es scheint Interessierte zu geben, aber wie sind da eure Pläne? Also ganz spannend ist dieses Jahr 2022, weil da sind einige, also zum einen haben wir, glaube ich, mit der Startup Unit auch dazu beigetragen, dass sich dieser Standort weiterentwickelt hat. Und das wurde auch so von seitens der Stadt gesehen. Das heißt, da hört man nicht auf, neue Angebote zu schaffen. Und jetzt in diesem Jahr ist eine Partnerabteilung zur Unit dazu gekommen, das Scale-Up Landing Pad, die speziell internationale Scale-Ups ansprechen und da ein sehr individuelles Angebot schaffen. Ein Angebot, was für 10 Startups bisher angeboten wird, vielleicht zukünftig mehr. Und diese Startups müssen sich bewerben und wenn sie dann diesen Bewerbungsprozess erfolgreich absolvieren, stehen denen Angebote für bis zu 50.000 Euro in Aussicht. Und die können dann erstmal hier so in den Standort reinschnuppern. Also das heißt dann nicht unbedingt, dass sie sich zwingend hier ansiedeln, wenn sie dieses Paket bekommen, sondern sie können erstmal gucken, so hey, ist Hamburg wirklich der richtige Markt für mich? Was macht Hamburg eigentlich aus? Das ist ein super Tool, was jetzt, wie gesagt, dieses Jahr das erste Mal umgesetzt wurde. Das gibt's weiterhin. Und darüber hinaus werden wir uns mit der Unit auch weiterentwickeln. Und ich habe ja schon erzählt, dass wir am Standort gut etabliert sind. Und unser Ziel wird jetzt das Thema Internationalisierung, also sprich, diesen Standort international noch bekannter zu machen, Startups aus dem Umfeld anzusiedeln. Und das wollen wir unter anderem auch damit erreichen, dass wir das Thema Pilotprojekte weiter vorantreiben. Also sprich, dass wir internationale Startups mit in Hamburg ansässigen, natürlich Acceleratoren, Hubs, Labs und so weiter. Da gibt es ja viele Geschäftsmodelle mittlerweile in diesem Bereich vernetzen. Das haben wir in der Vergangenheit auch schon gemacht, aber das wollen wir noch professionalisieren und aber auch mit Institutionen und Unternehmen hier in Hamburg. Und das haben wir bisher noch nicht so viel gemacht, da wollen wir besser werden. Und das finde ich jetzt für die Zukunft sehr spannend. Darüber hinaus haben wir natürlich auch noch Kollegen im Bereich Internationales zum Beispiel, die in der Vergangenheit auch so klassische Unternehmen, aber auch Startups ansiedeln und da diesen Ansiedlungsprozess begleiten. Also sprich irgendwie, ich bin 2001, ich bin Google, ich bin gerade dabei, irgendwie im Silicon Valley zu wachsen. Ich würde gerne in den deutschen Markt ein. Und dann haben wir halt Kollegen, die dann irgendwie sowas dann auch begleiten. Das werden wir auch weiterhin machen. Das klingt auf jeden Fall alles sehr, sehr spannend, was ihr da in Zukunft plant. Und mich würde noch interessieren, wenn jetzt internationale Gründerinnen und Gründer Interesse an Hamburg haben, was sind so Punkte, wo du sagen würdest,
das spricht auch total für Hamburg und die Metropolregion Hamburg, um sich hier anzusiedeln. Genau, also Hamburg ist, wie ich schon sagte, Hamburg ist ja ein größerer Standort, also der zweitgrößte Standort in Deutschland und einer mit der größten in Europa. Und das hat sich jetzt über die Jahre auch im Ökosystem, also im Startup-Ökosystem wiedergespiegelt. Das heißt, wir haben sehr, sehr viele Angebote hier. Und Hamburg ist aber, ich sage immer, ich nutze immer ganz gerne, denn vorher war ich in Brüssel und ich benutze immer gerne den Slogan der EU und die sagen immer United in Diversity, also vereint in Vielseitigkeit. Und das trifft auch für Hamburg zu, weil Hamburg hat sehr viele Branchen, Hamburg hat sehr viele Themen, was halt auch einfach mit der Größe dieses Standorts zu tun hat. Und es gibt alle paar Jahre mal wieder jemanden, der sagt, wir müssen uns auf eine Branche fokussieren und irgendwie das so als Leuchtturmprojekt hervorheben oder irgendwie uns darauf spezialisieren. Und dann stellt man immer fest, das geht nicht, weil irgendwie jede Branche irgendwie so traditionelle Gründe hat, da zu sein. Jetzt die letzten Jahre ist das Thema Logistik und Mobilität aufgrund einer Konferenz, die hier stattgefunden hat, sehr stark in den Vordergrund getreten. Da setzen wir zum Teil auch mit auf, weil es halt auch in diesem Bereich sehr, sehr gute Angebote gibt. Aber tatsächlich ist die Fülle an Themen, mit denen wir zu tun haben, sehr divers und es kommen ja auch immer wieder gewisse Megatrends dazu. Also wie zum Beispiel jetzt das Thema Nachhaltigkeit, könnte man diskutieren, ob es jetzt ein Megatrend ist oder nicht. Das Thema KI oder AI hat uns die letzten Jahre jetzt begleitet. Und by the way, das ist Hamburg übrigens auch gut geworden. In der Vergangenheit gab es immer so bestimmte Trends, die aufgepoppt sind. Und da hat man kurz versucht, dazu was umzusetzen. Die wurden medial aber dann schnell wieder fallen gelassen. Dann kam das nächste Thema auf. Und da ist Hamburg gut geworden, weil bestimmte Themen halt einfach längerfristig gedacht werden und kontinuierlich umgesetzt werden. Sowas wie zum Beispiel das Thema KI oder GovTech. Also Hamburg hat wirklich eine breite Palette an Themen und insofern ist der Standort wirklich sehr attraktiv. Ein diverses Ökosystem ist natürlich nicht nur, weil du hast eben von Nachhaltigkeit gesprochen, im Bereich Nachhaltigkeit wichtig, sondern natürlich auch im wirtschaftlichen Bereich. Auf der anderen Seite bedeutet Diversität auch, ist es vielleicht gar nicht so leicht, einen Überblick zu behalten. Deswegen, falls jetzt einige Gründerinnen und Gründer hier zuschauen und sich die Frage stellen, mein Gott, ich weiß gerade gar nicht so genau, ich kann den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Wo soll ich überhaupt anfangen? Was würdest du solchen Startups in dieser Gründungs- und Orientierungsphase vielleicht raten? Vielleicht hast du so 1, 2 Tipps, womit man vielleicht anfangen könnte. Also natürlich ist es in der frühen Phase immer sehr wichtig, zentral auffindbare Ansprechpartner zu haben, sowas wie die Startup Unit mit der Startup-Sprechstunde. Aber auch da haben wir seit diesem Jahr ein super Angebot geschaffen, und zwar die Startup City. Das ist eine Plattform, wo zum einen Startups sich eintragen können und dadurch dann irgendwie Transparenz bekommen und Sichtbarkeit. Aber da sind auch die ganzen Angebote, die es an Hamburg gibt, werden da transparent abgebildet. Da sind meine Kolleginnen sehr akribisch hinterher, dass das irgendwie auch, wenn neue Angebote kommen, wie jetzt zum Beispiel der Körper Innovationshub oder auch der GovTech Campus, wie ich gestern der Presse entnommen habe, dass dann das auch schnell eingepflegt wird, dass man dann eine transparente Übersicht hat und so den ersten Einblick bekommt. Aber darüber hinaus würde ich frühphasigen Gründerinnen auch immer nahelegen, sich möglichst auch mit dem Ökosystem auseinanderzusetzen, zu gucken, welche Netzwerke gibt es, die einem helfen können, die für einen selbst spannend sind, aber auch Events oder halt Meetups. Und veranstaltet ihr die auch, Events und Meetups? Die veranstalten wir auch mit, aber es gibt halt auch eine Vielzahl an Partnern in Hamburg, die da sehr gute Events umsetzen, je nachdem immer natürlich, in welchem Segment, in welchen Branche man gründet. Aber der Austausch unter Gründern ist total wertvoll, irgendwie, weil man dann auch lernt, okay, die Fehler hast du gemacht, die muss ich nicht unbedingt auch machen. Oder hey, ich suche gerade einen Investor, wer hat denn bei dir rein investiert? Oder wie läuft das überhaupt? Also das heißt, dieses Netzwerk ist auch schon sehr, sehr wichtig, um halt diesen Austausch zu forcieren. Apropos Austausch, ich danke dir für diesen Austausch. Das war wirklich sehr, sehr, sehr spannend, diese Einblicke zu bekommen. Und ich gehe davon aus, dass die zugehört haben und sich für das Thema interessieren, auf jeden Fall einige Ansatzpunkte jetzt schon haben und sich vielleicht auch bei dir melden werden. Vielen Dank, liebe Veronika, und vielen Dank auch an euch fürs Zuschauen, fürs Zuhören.
Und wenn ihr Gedanken, Fragen zu dem Thema Startup, Gründung habt, vielleicht sogar selber Gründerinnen und Gründer seid, dann schreibt uns doch gerne in die Kommentare, was ihr denkt, eure Fragen, und schaltet vor allem beim nächsten Mal wieder ein bei einer neuen Ausgabe der Future Hamburg Talks.